Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr sucht für euren Halbautomaten ein schönes Glas, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu teuer. Da haben wir was für euch von Sightmark, das 3 bis 18 x 50 Citadel. Gerade bei Halbautomaten hat man gerne ein variables Glas drauf, nicht ganz so groß wie auf einem Präzisionsgewehr, aber auch nicht zu klein. Also beliebt sind ja diese 1 bis 6-fach, und wenn man etwas weiter gehen möchte, dann muss es auch eine etwas höhere Vergrößerung geben. Wir haben hier das Citadel von Sightmark heute, das 3 bis 18 x 50 mit einem Mittelrohrdurchmesser von 30, also eigentlich schon sehr interessante Komponenten. 30 mm ist schon mal mehr als ein Zoll Durchmesser, denn ich persönlich mag diese dünnen Röhrchen in der Mitte nicht so, weil da kein Licht durchkommt. Immer wieder sage ich das Gleiche, ich mag nicht diese Strohhalme in der Mitte. Denn egal wie groß meine Optik vorne und mein Okular hinten ist, es geht nicht viel Licht durch ein so dünnes Röhrchen. Deswegen 30 mm ein super Kompromiss. 34 ist das bei den großen Gläsern. Vergrößerung von 3 bis 18, super geeignet. 3 sogar bis Entfernungen, ich sag mal so ab 15, 20 Metern ist eine Dreifachvergrößerung schon einsetzbar. Mit 18 komme ich ohne weiteres auf 300 oder sogar 500 Meter. Das Citadel ist sehr kompakt. Es hat gerade mal 33 cm, 7,9 cm breit und 5,6 cm hoch. Und einem Gewicht von 740 Gramm. Also schön, klein und kompakt. Und trotzdem hat es alles, was ich auf dem Halbautomaten haben möchte. Das Citadel kommt in dieser Verpackung natürlich mit einem Putztuch, ganz wichtig. Nein, aber wir haben hier eine Streulichtblende. Die kann ich drauf machen nach dem optischen Geschmack, ob es einem passt oder eigentlich eher, ob ich den Platz davor habe. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich es drauf machen, um Streulicht zu vermeiden. Denn Streulicht ist immer schlecht für ein scharfes, kontrastreiches Bild. Zudem sind hier für die vordere und für die Hinterseite diese Klappschutzdeckel auch eine coole Geschichte. Man hat da nicht irgend so ein mit Gummi festgemachtes Teil, was irgendwie da rumfliegt, sondern man hat andersrum Teile, die einfach drauf gesteckt werden und auch drauf bleiben können. Ich habe sie einfach mal jetzt zur Veranschaulichung abgemacht, aber die kommen hier mit dem Glas. Des Weiteren kommt hier dieser Quick Lever. Das ist deswegen interessant, weil ich hiermit sehr schnell, wenn ich das brauche, beim dynamischen Wettkampf zum Beispiel, ich möchte schnell von der dreifachen Vergrößerung auf die große Vergrößerung oder, was eher der Fall ist, weil ich ja meistens hinten anfange und mich nach vorne arbeite, habe ich erst die hohe Vergrößerung, also für die weiten Distanzen, dann nähere ich mich den Zielen und möchte dann schnell auf ein Ziel, das nur auf 20, 25 Meter ist, dann stelle ich hier schnell auf dreifach. Und dafür ist hier dieser Lever eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ansonsten müsste man dann hier mit den Fingern so drehen. Beim Glas fangen wir jetzt mal hinten an. Wir haben hinten eine Dioptrienverstellung, die ist nicht arretierbar, ist aber etwas schwergängiger, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich verstellt, nicht so groß. Wir können von +2 bis -2 verstellen und damit erreiche ich eigentlich auch viele Leute, die eine Brille tragen, so wie ich. Ich habe eine Lesebrille, also gerade im Nahbereich brauche ich da einfach eine leichte Korrektur. Aber da komme ich mit dem +2 oder -2 super hin. Das heißt, ich brauche hier keine Brille tragen. Ist mir persönlich keine Korrekturbrille. Schutzbrille vielleicht schon, aber keine Korrekturbrille, was ich persönlich bevorzuge. Des Weiteren habe ich hier einen gut griffigen
Verstellbereich. Das ist jetzt nicht scharfkantig, aber es ist trotzdem leicht geriffelt. Das heißt, ich kann hier gut zugreifen, wenn ich diesen Lever nicht drauf habe. Und dann habe ich hier meine 3 Türme. Die Höhen- und Seitenverstellung findet in 1/10 Mill statt. Man kennt das auch von den Mill-Dot-Absehen. Und Mill und M-Rad liegen sehr eng beieinander. Deswegen kann ich einfach 1 cm auf 100 Meter pro Klick rechnen. Bei der Moa-Verstellung ist das wesentlich schwieriger. Deswegen bevorzugen wir die M-Rad oder die Mill-Verstellung. Habe ich eine Ablage von 10 cm, mache ich 10 Klicks und bin dabei. Schieße natürlich auf 50 Meter, brauche ich dementsprechend natürlich dann 20 Klicks. Ist ja klar. Das ist ganz schön gemacht. Man muss die Türme anheben. Jetzt kann man sie bewegen und man hört ein deutliches Klicken und man spürt auch das Klicken. Das ist natürlich super. Ich muss nicht unbedingt hingucken. Ich kann durch mein ZF schauen und kann verstellen, kann mitzählen, wie viele Klicks ich verstelle. Drücke wieder nach unten und das Ganze ist gesichert. Das gleiche ist hier auf der Seite auch. Wieder eingerastet, super einfach, unkompliziert. Auf der linken Seite haben wir einen Knopf mit 2 Bereichen. Der äußere Bereich regelt die Beleuchtung. Die ist hier rot und beleuchtet den gesamten Innenbereich, also die gesamten Einteilungen innen. Das hat zur Folge, wenn ich auf dreifacher Vergrößerung das Ganze einstelle, dann wirkt das schon fast wie ein Rotpunktvisier. Das ist kein Ersatz für ein Rotpunktvisier, aber wenn ich auf dreifacher Vergrößerung bin und schnell in den Anschlag gehe, habe ich doch ganz klar durch die Beleuchtung ein ganz klares, großes, rotes Kreuz, was ich da sehe. Verstellung der Beleuchtung in 12 Stufen, also von 0 bis 11, wobei die Leuchtstärken 1 bis 5 optimal für den Nachtansatz sind. Ist mir persönlich schon fast ein bisschen viel, dass das komplett beleuchtet ist. Mir würde reichen, wenn bloß der Mittelpunkt beleuchtet ist. Auf der anderen Seite kann ich somit hier in der kleinen Vergrößerung das Ganze wirklich als relativ schnell auffassendes Rotpunktvisier benutzen. Der innere Teil dieses Turms ist unsere Parallaxe-Ausgleich. Und Parallaxe ist eine Sache, die gerne vernachlässigt wird, entweder weil Leute es nicht wissen oder nicht wirklich die Notwendigkeit sehen, warum man das unbedingt einstellen müsste. Im Prinzip ist das die Feinjustage, die Schärfeeinstellung des Zielfernrohrs auf die entsprechende Entfernung. Wie man ein Objektiv auch einstellen muss, so muss man das hier auch machen. Einmal wegen der Schärfe, man sieht das ganz deutlich, wenn man ein Objekt auf unterschiedlichen Entfernungen mit durch das Zielfernrohr betrachtet, dann sieht man, dass wir hier unterschiedliche Schärfeverlagerungen haben, also Schärfeebenen auch haben. Und des Weiteren führt das dazu, dass mein Absehen, wenn es nicht auf die richtige Entfernung eingestellt ist, auch nicht wirklich mit dem Ziel korrespondiert. Das kann man ganz einfach feststellen, wenn man hinter dem ZF liegt und den Kopf leicht nach oben, unten oder so seitlich bewegt, dann sieht man, wenn es nicht stimmt, dass das Absehen sich auf dem Ziel hin und her bewegt. Dann kann man sich überlegen, wenn ich hier nur etwas anders den Kopf halte wie bei dem Schuss davor, dann ziele ich einfach ganz woanders hin. Also das ist eine ganz einfache Erklärung, deswegen kann man es auch einfach überprüfen, ob die Parallaxe auf die Entfernung stimmt. Mal abgesehen von der Schärfe des Ziels. Ich schaue durch, bewege den Kopf leicht nach oben und unten, wirklich bloß so gefühlte 1,5 mm und zur Seite. Und wenn dann mein Absehen genau auf dem Ziel stehen bleibt, dann stimmt alles. Diese Markierungen, die hier drauf sind, die gehen hier von sage und schreibe 15 Metern bis zu 500 Meter. Ich sage deswegen sage und schreibe, weil oftmals diese Verstellung erst bei 50 Meter einsetzt. Und das ist aber eigentlich eine richtig coole Geschichte, dass ich also auch wirklich nahe Ziele 15, 20, 25 Meter schon in der Parallaxe einstellen kann. Ein wichtiger Punkt, das Absehen liegt hier in der ersten Bildebene. Das bedeutet, dass sich das Absehen bei der Vergrößerung des ZFs mit vergrößert. Das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, wenn ich die Größe des Ziels weiß und auch die Größe der einzelnen Striche, dann kann ich in jeder Vergrößerung mein Ziel ungefähr in der Entfernung schätzen. Der Nachteil dabei ist, wenn es in der ersten Bildebene ist, genau, es vergrößert sich mit. Das heißt, habe ich ein ganz, ganz feines Ziel, dann kann es sein, dass die Striche des Absehens das Ziel schon verdecken.
Das ist eigentlich dann eher für das sportliche Schießen. Da haben wir letztens das Sightmark Latitude vorgestellt mit der Vergrößerung von 8 bis 32. Da haben wir das Absehen in der zweiten Bild eben, das sich nicht mit vergrößert, weil ich möchte auf ein ganz feines Papierziel eben nicht mein Absehen so groß haben, dass ich mein Ziel nicht mehr erkennen kann. Im taktischen Bereich ist es nicht so gravierend. Da ist es eigentlich wichtiger, dass ich mit dem Absehen die Möglichkeit habe, wenn ich nicht die richtigen Entfernungen weiß zu meinem Ziel, was im taktischen Bereich nicht unbedingt vorhanden ist. Der Gegner oder das Tier stellt sich nicht immer ganz genau auf die 50 oder 100 Meter Marke. Dann kann ich hier über das Absehen doch relativ genau und relativ schnell auch meine Entfernung schätzen. Zusammenfassend kann man sagen, das Citadel 3 bis 18 x 50 ist ein Top-Glas gerade in dieser Preisrange. Denn in dieser Preisregion gibt es kaum Gläser, die mit so viel Features direkt aus der Packung kommen. Ich habe einen guten Verstellbereich für die Dioptrien. Ich habe gleich diesen Lever, der normalerweise so um die 80, 90, 100 Euro kostet, der ist schon mit dabei. Ich habe hier fixierbare Türme, die ich relativ gut und schnell im Feld verstellen kann. Ich habe eine MRAD-Lösung, also 0,1 MRAD-Verstellung pro Klick. Ich habe einen sehr weit ausgedehnten Verstellbereich für die Parallaxe und eine Beleuchtung, die ja von der Dunkelheit wirklich bis zum hellen Sonnenlicht ausreicht. Auch das darf man nicht vergessen. Es kommen hier schon diese Kappen dabei. Alleine die kosten normalerweise, wenn man sie kauft, auch schon 20, 30 Euro. Also ein wirklich rundum gutes Paket. Gerade auf dem Halbautomat macht das Citadel 3 bis 18 eine richtig gute Figur. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr Erfahrung mit so etwas oder was Ähnlichem? Oder im Speziellen gerade mit Gläsern außerhalb der typischen 1 bis 6-fachen oder 1 bis 8-fachen Vergrößerung. Gerade diese Gläser von 3 bis 18 sind interessant, wenn man auch mal weitere Distanzen oder dynamische Distanzen mit dem Gewehr schießen möchte. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und auch hier die Glocke mal läuten. Falls ihr noch das andere Glas von Sightmark sehen wollt, dann schaut mal unten in die Beschreibung. In diesem Sinne, passt auf euch auf, euer Stefan.